Die Spermien des Mannes haben nur eine Aufgabe. Finde die Eizelle und befruchte sie. Millionen von Spermien machen sich nach einem Samenerguss auf die Reise. Aber nur ein einziges Spermium wird sein Ziel erreichen. Oder auch nicht. Die Fruchtbarkeit des Mannes hängt entscheidend von der Anzahl und der Fitness seiner Spermien ab. Forscher haben untersucht, ob der Konsum von Cannabis womöglich Einfluss auf die männliche Fruchtbarkeit hat. Cannabis wirkt psychoaktiv, weil der Wirkstoff THC an körpereigenen Bindungsstellen andockt. Sie werden als Cannabinoidrezeptoren bezeichnet. Cannabinoidrezeptoren finden sich im gesamten Körper und sind für eine Reihe von Funktionen von Bedeutung, unter anderem für die Fruchtbarkeit des Mannes. Das fängt im Gehirn an. Hier werden Hormone produziert, die in den Hoden die Produktion von Spermien anregen. Von den Hoden gibt es wiederum eine hormonelle Rückkopplung an das Gehirn. Die Hormonproduktion wird wieder gedrosselt. Studien legen nahe, dass Cannabiskonsum diesen Kreislauf stören kann, da Cannabinoidrezeptoren auf mehreren Ebenen beteiligt sind. So ist davon auszugehen, dass THC den Hormonlevel beeinflusst. Dadurch können sowohl die Anzahl an Spermien als auch deren Beweglichkeit abnehmen. Sind die Spermien auf dem Weg zum Ei, kann ebenfalls noch einiges schieflaufen. Cannabinoidrezeptoren an der Außenhülle des Spermiums steuern einen biochemischen Umbau, wodurch es in die Lage versetzt wird, sich mit dem weiblichen Ei zu verschmelzen. Entscheidend ist das richtige Timing. Der Umbau darf weder zu früh noch zu spät erfolgen. THC scheint diesen Vorgang jedoch zu stören. Die Spermien verpassen den richtigen Zeitpunkt. Eine Verschmelzung mit dem Ei ist dann nicht möglich. Für die Verschmelzung schalten Spermien zudem in den Turbo-Modus. Dies hilft den Spermien, sich durch die Hülle des weiblichen Eis zu bohren. Studien zufolge könnten sich die Spermien von Cannabiskonsumenten allerdings zu früh verausgaben, weil der Turbo-Modus zum falschen Zeitpunkt aktiviert wird. Die erfolgreiche Befruchtung einer weiblichen Eizelle setzt somit eine ganze Reihe von biochemischen Prozessen beim Mann voraus. Die Forschung hat zeigen können, dass THC die komplexen Vorgänge stören kann. Das bedeutet aber nicht, dass jeder kiffende Mann unfruchtbar wird. Allerdings könnten Männer, die ohnehin an der Schwelle zur Unfruchtbarkeit stehen, diese Schwelle durch Cannabiskonsum überschreiten. Mehr zum Thema auf www.drugcom.de